Ich finde, dass das Projekt hier natürlich besonders gut aufgehoben ist bei der JNP, weil ich kein Orchester kenne, was so viele neue Formate auf den Weg gebracht hat und wo so ein Geist von Neugier und Lust am Experimentieren herrscht und auch so ein Idealismus zu sagen, wir müssen da neue Wege beschreiten, koste es, was es wolle, und wir packen das jetzt an. Das spricht viele Leute an, das verändert was, wir können da was bewegen, wenn wir das richtig gut machen. Diese Idee hier, die hat so schnell so ein Potenzial erkennen lassen, dass wir gesagt haben, wir bleiben hier dran und entwickeln die jetzt wirklich aus. Auf jeden Fall hatte ich Kontakt mit einem ziemlich coolen Haufen seitens der JNP, seitens der Elektroniker-Jungs. Man muss es nicht als Klassik labeln, man muss es nicht als Elektronik labeln, man muss es nicht als Impro labeln, sondern man labelt einfach gar nicht und damit macht man einfach ein Konzert oder macht quasi ein musikalisches Erlebnis. Ich finde das eine wunderbare Idee, Orchester und Elektro zu mischen. Also jetzt muss man fairerweise sagen, die Idee ist ja auch nicht neu. Also elektronische Klänge in der klassischen Musik oder im Orchesterapparat gibt es ja, seit es die elektronischen Klänge gibt. In diesem Fall ist es noch ein bisschen anders gelagert, weil wir ja versuchen, wirklich das, was man eben in der Populärmusik momentan aktuell hört, beziehungsweise in den Tanztempeln der Republik, diese Klangsprache und diese Klänge eben mit dem Orchester zu vereinen. Dann haben wir halt gesagt, okay, wir wollen diesen Übergang zwischen elektronischer Musik und auch klassischer Musik hinbekommen und haben dann einfach so ein bisschen unsere Telefonbücher gewälzt und mit Leuten gesprochen und irgendwann hatte ich auf einmal dann Julian Meyer-Hauf an der Strippe und habe denen das erzählt und ich glaube, dass es keine Sekunde Bedenkzeit bei ihm gegeben hat und er meinte nur, ja, Orchester bin ich sofort dabei. Die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, waren halt einfach so, okay, wir brauchen da so eine Gruppe. Und ich habe einfach die Vielseitigkeit da extrem zu schätzen gelernt, die einfach hier auch vorhanden ist. Ich glaube, es ist eher so als Orchester, als sechstes Bandmitglied zu sehen. Also dass man wirklich gar nicht jetzt unbedingt das Orchester sagt, man schreibt da virtuoseste Sachen, die dann irgendwie von uns unterstützt werden, sondern eigentlich eine Gleichberechtigung. Also einfach Orchester-Sound, wie genauso das gleichberechtigt sein kann mit einem Synthi, der bei uns unten steht oder so, oder ein Modularsystem oder so in Anführungszeichen, glaube ich. Genau das wollten wir erreichen, weil es eigentlich darum geht, den Klang, den halt ein Orchester nicht übernehmen kann, weil es zu tief, zu hoch ist, zu synthetisch halt, dass diese neue Stimmgruppe einfach übernimmt. Wir, die wir so ein Projekt organisieren, stehen natürlich auf der Seite extrem, dass sowas neu gedacht werden muss, dass wir neue Konzepte finden müssen, dass wir die klassische Musik neu denken müssen. Ich finde, dass das klassische Orchester in seiner, wie soll man sagen, erreichten Perfektion ja im Grunde kaum durch was zu toppen ist. Aber ich finde es auch total schade, dass diese elektronischen Klänge, denen ich sowohl körperlich, ja, wenn es laut wird oder so, aber auch ästhetisch was abgewinnen kann. Ich finde es schade, dass das so zwei verschiedene Planeten sind. Und ich glaube, der Orchesterklang hat da tatsächlich noch die Möglichkeit, bereichert zu werden. Und ich glaube darüber hinaus auch, dass es eine Riesenchance ist, Leute ans Orchester ranzuführen, die bisher noch nie ein klassisches Konzert besucht haben und überhaupt nicht wissen, was in so einem Orchester steckt. Wir haben uns eine grobe Geschichte überlegt, wie wir Sacre weitererzählen wollen, nämlich dass das Mädchen, das sich im Original Sacre totgetanzt hat, im Jenseits wieder aufwacht. Und ich habe mich da auch auf den Anfang aus Original Sacre bezogen, der sehr holzbläserlastig ist und das Fagott als Soloinstrument hat, was beschreibt, wie die verstreuten Gedanken wieder zu einer Seele zusammenfinden. Was mir wichtig war, ist diese Ursprünge von diesen Motiven, die Stravinsky in diesem Stück verwendet hat, mal nachzugehen, wo die herkommen. Die kommen ja alle irgendwo aus dem Osten, entweder aus dem Kaukasusgebirge, wo ich auch irgendwie herkomme und die mir dann auch auf eine gewisse Art nahe sind, diese Sachen.
Ich habe auch noch das Finale schreiben dürfen. Da knüpft das knüpft auch wieder in der neuen Geschichte quasi an und stellt ihren Rise sowohl lautmalerisch als auch Storytelling-mäßig eben dar, wie sie aus dem Jenseits wieder erwacht, und zwar mit allen anderen Seelen auch. Und das ist auch ein Prozess, der ist jetzt nicht abgeschlossen, das geht weiter. Wir werden uns nächstes Jahr dem Werk Petruschka widmen und wir sind froh, dass wir mit solchen geilen und coolen Partnern wie der Elbphilharmonie und dem Funkhaus an diesem Prozess arbeiten können und sind stolz auf unser junges Team, was das Orchester hervorragend managt. Ich glaube, wir haben angefangen bei Kommunikationsassistentin und sind dann geendet bei Projektkoordinatorin. Das ist gut, wenn wir es schaffen, Brücken aus dieser Nische der klassischen Musik herauszuschlagen, hin zu anderen Genres, hin zu anderen KonzertbesucherInnen, Gruppen, die hier im Funkhaus vielleicht auch sich mal ein Popkonzert geben würden. Es gibt also den musikalisch-ästhetischen, klanglichen Aspekt und es gibt den kulturpolitischen Aspekt. Und beides ist total wichtig. Also auch heute Abend in der Nalepa-Straße haben wir, glaube ich, ganz viele Leute, die noch nie beim klassischen Konzert waren. Und wenn die nach Hause gehen und da eine Klanglichkeit entdeckt haben, die ihnen fremd war oder von denen sie einfach noch nichts wussten, und wenn das eine Faszination auf die Leute ausübt und sie dann in ein anderes Konzert, klassisches Konzert eventuell gehen, dann ist wahnsinnig viel gewonnen. Und insofern hat das Projekt eben auch einen kulturpolitischen Auftrag.